Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Ich bin zwischen den Folgen noch kurz wieder nach Hause gegangen und habe ein paar Dinge gemacht, verräumt. Und ich habe Mittag gegessen, deswegen entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein, wenn ich mich wieder häufiger räuspern muss. Aber dafür habe ich auch nochmal nachgeguckt, wo man diese Pilzdinger da findet und habe jetzt vielleicht eine neue Idee. Auf jeden Fall aber, wenn wir mal kurz noch ein Hai züchten. Oh je. Ab wann gilt das hier als überbevölkert, frage ich mich. So, ciao, viel Spaß. Hä, da ist er ja. Der war ja letztes Mal irgendwie weg. Oder der hat sich hier nur versteckt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen die einen nicht anzugreifen. Obwohl es Raubtiere sind. Naja, aber das ist gar nicht das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen eigentlich... so richtig schlechte Snacks essen. Hilfe, da draußen ist ein Auto. Und noch ein bisschen mehr Wasser. So, und jetzt haben wir ja da hinten... Alter! Ich dachte gerade, es explodiert. Oh, yo. Okay. Das bringt mal richtig was. Also. Ist jetzt leider ein bisschen weit weg wegen der Fenster hier. Da konnte man das nicht näher machen, aber es ist okay. In der Zwischenzeit, eine Sache wollte ich noch wegtun, genau das Salz. Ich habe hier auch noch mal ein bisschen sortiert. Da sind jetzt die Gelsäcke noch drin und hier... Ja, das ist jetzt momentan ein bisschen durcheinander, aber das ging jetzt nicht anders. Also, wir brauchen 2 Rubine. Und ein emailliertes Glas. Das heißt... Einmal Glas und... Was ist es noch? Blei und Diamant. Zack und zack. Und dann können wir das Tiefenmodul machen. Es scheint jetzt hier irgendwie so zu sein in dem Spiel, dass man keine Fahrzeugmodifizierungsstation hat. Ach, guck mal. Das ist sogar gar nicht so schlimm. Also Uran habe ich mir schon gedacht. Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Das kommt mir irgendwie gefährlich vor. Jetzt flackert es hier wieder. Genau. Ah ne, Moment mal, Stufe 2 geht hier nicht. Aber dann muss man das wo machen? Modifizierungsstation vielleicht. Ich muss auf jeden Fall mal das Modul reinholen. Hier. Zack. Ist halt dumm, wenn man das ausbaut, wenn man jetzt irgendwie im tiefen Wasser ist. Das wäre nicht so gut. Hier hinten. Ne, das ist nur für den Scannerraum. Dann vielleicht doch hier. Ah ja. Perfekt. Gut, dann können wir nämlich das auch gleich benutzen. Indem wir zu dem letzten Artefakt gehen. 650 Meter, okay. Und das mal abpinnen. Atommüllbehälter. Schön.
Ja, das wäre noch nett, aber mal gucken. Und den Anzug, den können wir dann halt erst machen, wenn wir jetzt diese Pilze wirklich gefunden haben. Schauen wir mal. Jetzt erstmal rausfinden, auch wie weit es hier geht. Ob das ausreichend ist. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon näher dran waren. Also schon wussten, wo es da runter geht. Ich meine mich zu erinnern, aber das kann auch das andere gewesen sein, wo wir dann tatsächlich hingetaucht sind. Ich muss gerade wirklich an viele von diesen alten Subnautica-Erinnerungen denken. Mit dem Lavabiom oder... Uppala. Wo dann mal mit dem Anzug irgendwo ganz tief runter und wo diese Skelette waren und da waren wir ja schon. Da war schon einiges los. Was ich jetzt vermieden habe in der Recherche, ist mir eine Karte anzugucken von den Biomen, weil ich einfach nicht gespoilert werden will oder halt nicht, wenn es nicht sein muss, quasi mir Vorteile holen will. Weil es ist ja so, wenn man das weiß... Oh je. Ist das hier oder ist das hinter der Insel? Das kommt mir verdammt weit weg vor. Wenn man das weiß, wo die Sachen sind, dann geht man doch irgendwie anders ran. Also viel zielgerichteter und erkundet nicht mehr so sehr. Das ist ja eigentlich gerade auch das, was dann schade ist. Sind wir bei der Station? Ja, Tatsache. Upsi-dupsi. Also ich hoffe, wie gesagt, dass es auch so geht, dass wir auch so das alles finden. Die armen Fische, ey. Ist auch gar keine Absicht. Ah, und ich glaube, das ist hier schon mal gar nicht so verkehrt. Da könnte man nämlich jetzt in diese Richtung sogar kommen. Eins führt hier oft eben zum anderen, das ist ja das Schöne. Wobei das jetzt nur die normalen sind, nicht die Bäume. Aber hier unten vielleicht. Ja, das sieht verdächtig nach denen aus. Und da müssten jetzt hier so zwei... Verzeihung. Wie gesagt, Essen. Zwei so gigantische Dinger sein. Ich glaube, den einen sehe ich hier gerade schon. Und da wachsen die drin. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Vielleicht muss man da auch einfach nur reinschwimmen. Nee. Oder von unten irgendwie reintauchen. Mal gucken. Oh, Leute. Es ist gewaltig. Und da drin sind diese Teile. Ich will den jetzt nicht aufschneiden oder so. Komme ich hier rein? Oh.
Das fühlt sich ein bisschen falsch an. Oh. Aber wir haben es gefunden. Oh. Uiuiui, Leute. Okay. Jetzt nehmen wir nur ungefähr 5000 von denen mit. Das ist ja verrückt hier. Das Spiel mal wieder, ne? Ja, ein bisschen Platz ist ja noch. Also häufig kommen wir jetzt da halt auch nicht her. Habe ich noch eine, na, Schissel. Ich habe keine Boje dabei. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ist das hier Sauerstoff? No! Wo ist mein Schiff? Hier. Oxygen. Alter. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, aber... Ein Stück Wickelpilz. Ja, geil. Okay. Wir sind auch fast da. Das heißt, in Zukunft, wenn wir jetzt hier keine Boje aufstellen können, einfach hier direkt zum Erbauer-Artefakt N6M. Vielleicht kann ich mir das auch einfach mal aufschreiben oder mit einem tollen kleinen hier Pilz markieren. Dass wir das in Zukunft wissen, das war keine Absicht. Sieht verdächtig so aus, als wäre hier unsere Reise zu Ende mit dem Ding. Als einzige, was ich jetzt glaube, was noch fehlt, ist Magnetit. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Upsi. Aus Versehen gescrollt. Ja, es war jetzt nicht so schwer zu erreichen. Dann können wir den Rest auch hier liegen lassen, wenn wir jetzt nicht alles schaffen. Also den Rest von jetzt Uranit und so. Sehr gut. Okay. Dann haben wir jetzt genügend Wickelpilze auch, um hier unseren Distillanzug zu machen. Ja, guten Tag. Mal schauen, ob jetzt der Alan gleich wieder anruft. Das haben sie zum Glück auf der Webseite nicht dazu geschrieben, dass man da reinschwimmen muss auf die Art und Weise. Das wäre jetzt schade gewesen, wenn man die Überraschung nicht gehabt hätte. Schön. Ja, im Grunde müssen wir jetzt wirklich nur noch ein drittes Wrack finden, um hier diesen Überbrücker zu machen für unsere Margarite. Ah, hier ist der zweite. Richtig cool einfach schon wieder dieses Spiel. Ah. Ich habe wieder drüber nachgedacht. Vielleicht muss ich doch wieder mehr so Indie-Sachen spielen. Dass man
häufiger wieder diese Überraschungsmomente hat. Upsi. Also hier ist ja zum Beispiel auch so, die ganzen Errungenschaften sind alle verdeckt. Also wenn man jetzt nicht gerade auf irgendwelchen Seiten halt schaut, was da wirklich dahinter steckt, dann schaltet man die halt erst im Laufe des Spiels frei und arbeitet es nicht gezielt darauf hin. Und bei sehr vielen anderen Spielen ist es ja so, dass es eigentlich immer relativ bekannt ist, was man dafür machen muss. Und man geht halt sehr zielgerichtet dann da dran und macht genau das. Also ich kenne mich ja auch, so mache ich das dann eben auch, weil ich halt alle Errungenschaften haben will. Aber ein Spiel wie das hier, das zwingt einen so ein bisschen dazu, da halt anders ranzugehen. Weil man eben nicht genau weiß, was noch fehlt. Klar, wie gesagt, man kann überall nachgucken. Es gibt ja einschlägige Webseiten. Und manchmal mache ich das dann auch nur, um halt sicher zu gehen, wenn ich mit dem Spiel fertig bin oder glaube, fertig zu sein, dass ich halt nichts übersehen habe. Aber so dieses Erkunden will ich mir irgendwie ungern nehmen lassen. Und das ist hier halt schön. Weil halt alles auch so von Hand gemacht ist irgendwie. Jeder Ort hier sieht ein bisschen anders aus. Und das ist schon was Besonderes. Jetzt reparieren wir gleich nochmal unsere Seebahn hier. Machen den Anzug und dann können wir ja mal gucken. Eigentlich müsste der Alan ja auch mal wieder was sagen, weil ich glaube, wir haben jetzt alle Stationen abgegrast, die er uns genannt hatte. Okay. Seit wann entladen die sich jetzt so komisch? Ups. Ich nehme die mal beide mit rein. Ja, ich sehe nichts. Okay. Welcome aboard, Captain. Captain. Wenn wir so viele Energiezellen haben, dann brauchen wir jetzt da ja nicht zu sparen. Weil es halt doch, man nie so genau weiß, wo man überall hin will. Also sie halten schon sehr lang, aber das Zeug wird einfach nie fertig. Ich weiß auch nicht. So, 5000 Wickelpilze, für die wir natürlich auch überhaupt keinen Platz haben. Also Schnee ist ja nicht unbedingt organisches Material und die Eier mache ich jetzt auch mal irgendwo anders rein und dann gucken wir mal. So, und die restlichen verbrauchen wir jetzt, beziehungsweise machen was Sinnvolles da draus. Ah, nee, weißt du was? Wo ist der am besten aufgehoben? Im Kühlschrank, würde ich mal sagen. So, und Blei muss jetzt leider auch ausgelagert werden. Ist hier noch Platz? Ja. Mehr oder weniger. Hey, Moment mal, ich hatte doch 2. Ich hatte doch 2 Ionenwürfel. Was ist denn mit dem zweiten? Ja, also ganz langsam gehen die Sachen trotzdem, werden die Sachen trotzdem schlecht. Also vorhin war es plus 65, jetzt ist es plus 64. Aber ja. Okay, das bringt dann nichts mehr. So, zack.
Gut. Wasser also wieder am Start. Salz kommt weg. Irgendwann brauchen wir einen Schrank nur für Salz. Und Futter ist jetzt auch aufgefüllt. Jetzt machen wir mal... Wir brauchen... einen Rubin, 2 Kupfer. Ne, 2 Rubine, 2 Kupfer, ein Gelsack. Kein Kupfer mehr. So, Dum. Ja. Also... Ich denke mal, ansonsten wird der auch nicht schlechter sein als der normale. Crafted and ready to convert bodily moisture into flavorless, potable water. Ja, war jetzt, glaube ich, auch sonst nichts ausgerüstet, ne? Gut. Das hätten wir. Dann packen wir den wieder weg. Es bleibt wirklich noch dieses blöde Ding nur. Und das... weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Was ist denn mit der Anlage eigentlich? Können wir das schon machen? Kernreaktor. Hatte ich nicht noch irgendwo ein... Ja, Computerchips, sehr gut. Flacker, flacker, flacker. 2, was sind das, Lithium? Ja. Und 3 Blei. Und damit haben wir alles. Huch. Hä? Ach so, doch. Verwirrung machte sich mal wieder breit. Wo ist denn das Konstruktionswerkzeug, das andere? Da ist das volle, aber wir haben ja 2. Ah, das ist auch voll, okay. Ja, das ist in Ordnung. Oh. Ich weiß jetzt nicht. Der war auf jeden Fall da falsch. Ich glaube, das rote Teil ist irgendwie ausgewachsen schon. Das ist gar nicht, das wird gar nicht größer. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Aber gut. Sehr dekorativ in der Küche.
Das war jetzt nicht so praktisch, aber gut. Ja, vielleicht kann ich... vielleicht kann ich das hier, ja. So, einen Stab haben wir ja schon. Den habe ich auch wieder weggelegt. Hier. Ja, guck mal oben, meine Energie. 3225. What the f... Okay, vielleicht sollten wir noch so einen Atommüllbehälter bauen aus 2 Titan. Ich glaube, das ist eine gute Investition von Titan. Das kommt dann auch hier in die Küche. Ach, guck mal, der ist ja putzig. OMG. Ja, also ich glaube, Energie haben wir jetzt genug für immer. Very good. Na dann. Das wieder abpinnen. Nur noch halt dieses Modul, ne? Ja, ich glaube, da bleibt wenig übrig, als wirklich einfach mit dem, mit der Seebahn da jetzt rumzufahren. Ich schaue nochmal eben. Das ist die auf dem Schnee. Das haben wir. Das haben wir noch nicht. Das können wir mal machen. Vielleicht finden wir da ja dann auch gleich wieder was Neues. Andere mal aus. Gut. Vielleicht meldet er sich auch einfach jetzt so lange nicht, bis wir quasi die anderen Sachen gemacht haben. Ja, das ist schon schön. Da können ruhig auch noch mehr Fenster rein eigentlich. I like. I like. I like. Und jetzt habe ich voll Bock auf was Süßes. Kennt ihr das, wenn man dann extra gesund isst? Das ist ein gut erforschtes Phänomen, wenn man dann extra einen großen Salat macht mit allen möglichen gesunden Sachen. Und dann denkt man erst recht, dass man sich was gönnen darf. Also was gönnen. Wobei ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass je nachdem, was man isst, man danach halt besonders Lust auf was Süßes hat. Und bei anderen Sachen wiederum nicht. Ich könnte dann auch mal die Waggons machen für die Seebahn hier. Ich bin nur fasziniert von der Hand. Weil so ein Fabrikator für unterwegs, es ist schon nicht verkehrt.
Wir hoffen dann einfach mal, dass wir nie irgendwo hinfahren müssen, wo wir dann wegen eines Waggons stecken bleiben. Ach so, mir fällt gerade ein, wir waren ja in diesem Körperlager, aber da war ja noch nichts. Beziehungsweise nicht im Körperlager, sondern... wo war das denn? Das auf der Insel. Vielleicht ist das ja jetzt soweit. Und das können wir jetzt ja auch machen. Erbauerskelett. Vielleicht geht's auch dann erst weiter. Das Näschen juckt. Vielen Dank, Kupfererz. Für deine Spende. Eigentlich steht hier gar nicht dran, dass wir dafür einen Laser brauchen. Das habe ich mir irgendwie in meinem Kopf nur so ausgedacht, ne? Vielleicht brauchen wir dafür einen Klopfer. Aber wir haben ja schon gehört, dass das eigentlich was anderes ist. Na gut. Versuch was wert. Geht zufällig noch irgendwo Kupfer? Hallo. Ja. Siehst du, hat sich doch gelohnt. 1, 2, 3, 4, 5 Kupfer. Nein, 6 Kupfer. Quasi 7 mit dem, was wir gerade schon gesammelt haben. Okay, das beantwortet diese Frage. Dann also zurück zum Bau und das Dings hergestellt. Habe ich jetzt das Symbol von meiner Basis ausgemacht? Tatsache. Nun ja. Ich überlege gerade, diese Folge kommt bestimmt schon Anfang 2021. Da frage ich doch, da es gerade das neue Jahr schon ist, auf was für Spiele freut ihr euch eigentlich dieses Jahr? Ich weiß nämlich noch gar nicht, was so alles 2021 rauskommt. Das Einzige, was ich jetzt gerade so im Kopf habe, abgesehen jetzt von hier dem Ende und so, was wir, glaube ich, noch nicht machen können, freue ich mich eigentlich hauptsächlich auf Hogwarts Legacy. Also das neue Harry Potter Spiel. Das ja 2021 kommen soll. Wann genau, weiß noch niemand, aber... Da habe ich auch schon gedacht, das wäre eigentlich auch so ein Fall für, ich nehme flauschige Folgen auf. Und zeige das dann. Ich weiß nicht, ob das so ein Stream-Spiel ist. Ich finde, bei manchen Spielen, da muss man irgendwie einfach die Atmosphäre mitnehmen. Sag mal, die kommt ja irgendwie immer weiter weg da, ne? Naja. Okay, dann. Welcome aboard, Captain. Captain. Ach, guck mal. Rätsel um den verschwundenen Ionenakku ist gelöst. Plopp. Zurückgewonnenes Wasser. Hä? Gott. Ja, jetzt muss ich mich halt nur noch um Essen kümmern, ne? Da ist jetzt nur noch so eine Bar drin. Ich nehme jetzt mal ein, bevor die komplett
verdingsen. Wie habe ich den geparkt? Und dann gibt es mal wieder eine neue Ration hier gekochte Fische. Wenn ich es schaffe einzufangen. Manche haben auch Glück und kommen mit dem Leben davon. Allerdings hängen sie ja für immer hier fest, also. Was ist das für ein Leben? So, dann ab geht's hier mit Essen kochen. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal wieder was mit Salz machen, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich so viel. Ja. Und Wasser gibt es ja dann auch genug. Dann haben wir auch keine Probleme mehr, weil das alles so salzig ist. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine besonders gesunde Diät ist, wenn man einfach die ganze Zeit nur Fisch isst. Und sonst nix. Aber, was weiß ich schon. Es gibt ja auch Völker, bei denen genau das eigentlich die ganze Zeit passiert. So, die Pökeleien kommen dann hier rein. Zack. Obwohl die ja eigentlich nicht gekühlt werden müssen, aber hier ist noch Platz. Und diese komischen Pilze da, die... Jetzt verarbeiten wir einfach noch ein paar zu, Achso, da brauchen wir wieder was für, ne? Was brauchen wir nochmal? Rubine, ja. Also einmal brauchen wir... Zweimal... Dreimal... Das brauchen wir für das für das Skelett. Zack. Zum Glück haben wir eins übrig gelassen. Und ein Bobbel. Perfekt. Und ab geht's. Salzsäure, ey. Hat jemand da chemisch betrachtet eine Ahnung, was das hier sein soll? Okay. Aber wo mache ich die? Oder mit was? Also hier ja wohl nicht. Und hier kann ich mir jetzt auch ehrlich gesagt eher weniger vorstellen. Ach ja, Schneemann. Also, was mache ich da jetzt? Parke ich das Zeug erstmal hier? Sagt das PDA irgendwas? Ich muss das Zeug hier mal... fertig machen, damit das hier nicht mehr alles
immer aufblinkt. Riesen. Ah, das ist die aufgehende, okay. Sorgfältig ernten. Es verschwindet immer erst nach einer Weile, ne? Was ja eigentlich auch gut ist, wenn man aus Versehen draufklickt, dann ist es nicht gleich weg. Ja, ich weiß nicht. Oder ich müsste eigentlich eher im Protokoll gucken, was der Alan da zuletzt gesagt hat. Ich habe jetzt ja noch keine neuen Koordinaten bekommen, ne? Karten. Brauchen wir wieder. Nee, brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir. Mhm. Alan, bla bla bla. Ja, um ein Speichermedium herzustellen und so weiter. Aber ich habe keine neuen... Die tollen Bilder. Keine neuen Teile bekommen. Signale. Ich meine, außer wir müssen jetzt halt nochmal zu diesem Lager und das dann da irgendwie machen. Das könnte höchstens noch sein. Dann brauchen wir das und das und das. Und, ja. Währenddessen können wir hier mal die Augen offen halten nach irgendwelchen scannbaren Objekten, dass halt der Rest, also währenddessen auch noch voranschreitet. Zum Beispiel eben, muss man das ja wieder abpinnen. Zum Beispiel diese Geschichte da oben. An der es storytechnisch, glaube ich, auch gerade so ein bisschen hängt. Also, wenn irgendwo noch ein Wrack auftaucht. Vielleicht machen wir die anderen beiden auch mal an. Wrack und Riesenwrack. Sind auch so in einer Linie, ne? Vielleicht ist das irgendwie ein Hinweis, dass ein drittes doch da auch noch in der Nähe ist. Es wäre ja möglich. Jetzt habe ich halt diese Pilze dabei, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das sieht verdächtig so aus, als wäre es noch zu. Und da schnuckelt mir ein Datending entgegen. Aber das haben wir schon. Ja. Man kann wenigstens an den Kisten einigermaßen erkennen, ob man halt was schon hat oder nicht. Also einen Ort schon hat. Ah. New technology acquired. Sehr gut. Ich persönlich weiß jetzt nur nicht so genau, warum man sein Aquarium mitnehmen sollte, wenn man mit der Seebahn rumfährt, aber irgendwer wird mir das vielleicht mal erklären. Ja, ich glaube, das war es hier mal soweit. Knack. Salz, das hier ist, das sieht immer so aus, als wäre da irgendwas Relevantes. Oh, ich erinnere mich, das war da unten, wo wir von Leviathan angegriffen wurden. Ja gut, kein Problem. Vielleicht müssen wir hier einfach noch ein bisschen auf Entdeckungstour gehen. Ah, war das mit den Lagern hier? Ich will mich drehen. Ich würde auf jeden Fall gerne noch, Die Geräusche, Alter. Diese Halluzinogenen Pilze sind nicht gut für dich. Gut, nachdem das nun geklärt wäre. Back to the base. Hallo? Ich will mich drehen. Ich mag es nicht, wenn ich hier so schräg bin. Das macht mich ganz verrückt. Hier rum? Ich weiß es nicht. Ist hier was drin? Ein Nachbrennermodul. Ja, irgendwie lohnt sich der Besuch hier immer, kann das sein? Schön. Gut, dann, so, dieses Mal kommen wir auch deutlich näher dran.
Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. I will share a signal with you now. Ah, I am endlich. unsure whether it is for a facility or a component. Ich glaube, wir waren da einfach but zu it is früh. Kann das sein? Beim letzten. Da waren wir einfach... Deswegen ging das noch nicht. Okay. Das andere ist jetzt 300 Meter entfernt. Okay. Oh. Oh. Sie sind so süß. Sie waren am Anfang nicht süß, aber jetzt sind sie süß. Und ganz wichtig, Rubine, denn wir haben jetzt genau 0 im Moment. Das ist nicht gut. Ich muss halt einfach noch deutlich mehr Schränke machen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal auf einer Tour ein bisschen mehr sammelt von irgendwas. Our Jetzt searches geht's have weiter. been Schön. useful, but ultimately I have no definitive evidence as to Oh. the fate of my people. The network I hoped to rejoin Wieso ist das jetzt may auf no Englisch? longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes, So don't give up. Go there, see for yourself what happened. This isn't over yet. you are expressing optimism, but it is not supported by probability. isn't Optimismus based on wird nicht statistics. unterstützt von der It's Wahrscheinlichkeit. born from a drive for something better. What you are describing is merely survival instinct. Call it whatever you want, if it keeps you from lying down and giving up. My people do not lie down, if they still exist, which I cannot confirm. Welcome Also to er weiß life nicht, for ob the sein rest of Volk us, noch Alan. existiert. Most of us don't get to know what's happening in every timeline. We have to go along with things and believe in life's potential. How do you bear that? There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is, oh right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation that you find in your PDA. It's a line from an 18th century Earth author, Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope to your database. Ja, also er ist sich jetzt irgendwie nicht ganz sicher. Er fühlt ja diese Verbindung im Moment nicht und weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt noch da sind. Ach, guck mal. Und sie versucht ihm jetzt Hoffnung zu geben, indem sie hier ein Gedicht vorgelesen hat. Das Konzept von Hoffnung war ihm nicht so bekannt, aber er hat es irgendwie versucht zu verstehen. Wir haben uns hier wieder in eine doofe Lage gebracht. Und wie man auch sieht, ist das nicht unbedingt die richtige Richtung gewesen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier rum. Interessant ist, dass jetzt irgendwie das nur auf Englisch ist. Also vielleicht ist das jetzt alles, was nach dem Update kam. Da ist noch was zum Scannen. Ist. Es wäre so schön gewesen, wenn das jetzt hier... Ich habe bei so vielen Sachen jetzt 2 von 3. Bräuchte dann wirklich nur noch einen Teil. Mal ganz kurz gucken. Ha? Okay, das ist irgendwie immer noch das Objekt, was wir schon hatten.
Weil er hat doch gesagt, er hat ein neues Signal hinzugefügt, aber das ist doch noch das gleiche. Oder wurde das quasi jetzt einfach ersetzt, weil das gleich heißt? I am verwirrt. Hier sind wir auf jeden Fall wieder an der... aha. Wow. Ja, wow. Da ist nix. Willst du mir was geben? Süße? Ich habe nichts bekommen. Aber trotzdem danke für deine Mühen. So, 454 Meter. Jetzt gehe ich mal hier runter. Wieder. Okay. Signal, wo bist du? Manchmal ein bisschen schwierig, so grüne Signale zu entdecken. 400 Meter. Aber tiefer geht's hier gerade nirgends. Oh je. Oh ja, das ist die Taucherflasche. Hallo? Ja. Ah, Halleluja. New blueprint synthesized. Und ein Rubin, sehr schön. Wie viel Platz haben wir noch? Kein Platz mehr. Ich muss sie adoptieren. 395. Da rein vielleicht. Offensichtlich ja. Ah, hier sind wieder diese orangen Dinger. Hä? 1 Grad, aber hier sieht's voll warm aus. So tief war ich auf jeden Fall noch nicht. Und hier sind auch diese Höhlenteile. Also mit der Seebahn noch nicht. Weil das Upgrade haben wir ja gerade erst gemacht. Zitterfische? Ah, gescannt habe ich die noch nicht, ne? Okay, aber hier an sich kann es sein, dass ich schon war. Ja, 150 Meter unter uns. Das ist halt die Frage. Wo geht's hier weiter? Muss ich mal investigieren. Interessanter Boden hier auch, ne? Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus.
Schnell den Rubin nehmen, bevor das komplette Welt überschwemmt ist mit Titan. Okay, das war wohl nix. Ich lasse jetzt vielleicht einfach mal meine Motte oder Bahn da vorne stehen. Und gehe dann reihum durch die Wege hier durch. Saturnbaum. Weil ich ja vermute, dass einer von denen nach unten führt. Das ist was für den Anzug. Schwer zu sagen hier. Aha, aber ein Hinweis. Aber 200 Meter, Alter. Und hier sind keine Sauerstoff-Dinger. Und Halluzinogene. Ah doch, hier sind Sauerstoffdinger. Halluzinogene, ne? Viecher. Ja. Sauerstofftechnisch war das jetzt der Total-GAU. Und außerdem... Weiß ich nicht, ob ich hier noch richtig bin. Okay. Doch, doch bin ich. Aber ich war hier schon. Das ist tatsächlich genau das. Ja, das haben wir nämlich schon gescannt. Das war dieses Teil, was wir jetzt gebaut haben. Ich meine, vielleicht geht es auch einfach jetzt noch nicht weiter, aber... Was hat er denn zuletzt gesagt? Ja, das können wir jetzt machen. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Nicht wieder zu... Boah, echt jetzt? Ich sagte gerade noch nicht wieder zu den fiesen Tentakeln. Und was finde ich? Fiese Tentakel, so ein Scheiß.
Lalala, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für dich. So, schaffen wir das ohne Sauerstoff? Mal gucken. Wenn wir hier ganz vorsichtig sind, sollte es gehen. Okay, wir sind jetzt zwar aus einem komplett anderen Weg rausgekommen, aber egal. Also ab geht die Post. Irgendwo wieder raus. Und dann mal Richtung von diesen Wracks noch gehen. Wobei wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Platz, ne? Das ist doch nicht so gut. Dass wir da den restlichen Kram noch scannen können. Also es ist alles nur eine Theorie, dass es halt 3 Wracks gibt und da jeweils dann ein so ein Teil zu finden ist. Aber anders kann ich es mir halt auch nicht erklären. Das war jetzt in beiden Wracks jeweils 1. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Also Riesenwrack in 200 Metern, anderes Wrack in 500 Metern. Dann gehen wir jetzt mal hier. Man verliert so komplett das Gefühl irgendwie für die Tiefe. Wenn man eine Weile hier unten ist, also man vergisst, dass es 200 Meter sind und nicht direkt unter der Oberfläche. Ah, toll. Wir wurden gequallt. Oder geahlt oder was auch immer. Das ist nicht gut. Ja, von dem komischen Viech da. So, also. Und hier ist jetzt in 600 Metern ist noch ein Wrack. Jetzt können wir mal die Strecke... Das haben wir eigentlich vorhin schon gemacht, ne? Die Strecke abgefahren sind. Aber mehr oder weniger zufällig halt. Metallschrott, was ist hier noch? Auch Metallschrott. Probieren wir es mal. Ich meine, hier haben wir ja auch noch längst nicht alles erkundet, ne? Ich glaube auch, alles ist einfach unmöglich. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Das ist einfach zu viel. Da ist wieder die Riesenqualle. Da liegt noch was. Ich glaube, das war da, wo wir vorhin runter sind. Upsi, aber wo ein so ein Teil ist, ist ja oft noch mehr. Das ist ja eh was wir schon haben, aber...
Ja, das war da vorhin mit dieser Plattform, ne? Wir erinnern uns. Ups. Das ist dann also schon bekannt. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch anderes Zeug. Ich müsste jetzt einmal hier drunter durchtauchen. Das ist einfach cool. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gescannt. Kann das sein? Offenbar schon. Okay. Ja, so hat man natürlich eine deutlich größere Freiheit jetzt hier mit den tieferen Modulen auch. Ja, aber mein Inventar ist voll, also. Da müssen wir dann wirklich mal erstmal alles abladen, vielleicht sogar noch Frachtmodule machen oder irgendwas, was wir jetzt hier können. Die Folge ist schon viel zu lang, ich weiß. Und dann mal rübergehen. Naja, gut, aber dann würde ich mal sagen, jetzt zwischen den Folgen fahre ich mal eben zurück. Und in der Zwischenzeit verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kommen stetig weiter. Ich hoffe nur, ich finde jetzt raus, was als nächstes zu tun ist, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Also bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit und ich sage wie immer, ohne die Hände jetzt von der Tastatur nehmen zu können, tschüss und auf Wiedersehen.